So now we are ready. So just now we had a little bit of difficulty. Jetzt gerade hatten wir ein paar kleine Probleme. But compared to the suffering in many countries, this is nothing. Aber im Vergleich zu dem Leiden, was in vielen Ländern gerade da ist, ist das wirklich gar nichts. Particularly in India, the holy land where the Buddha Shakyamuni was first teaching, they have so many sufferings due to the virus. Insbesondere in Indien, dem heiligen Land, wo der Buddha zuerst gelehrt hat, haben die so viele Probleme wegen des Virus. This is the hot time of the year there, and to be sick without good resources in the high temperature is a terrible way to be ill. Das ist jetzt gerade die heiße Jahreszeit und krank zu sein und dann eben keine Quellen zu haben für irgendetwas, was helfen kann in dieser Hitze, das ist ganz fürchterlich. Well, I would encourage you, if you feel like it, to bring thoughts about India into your practice and dedicate the merit particularly for all the people there. Ich würde euch dazu gerne ermutigen, wenn ihr das möchtet, eure Verdienste der Praxis an Indien weiterzugeben, beziehungsweise Indien in eurem Herz zu halten, während ihr praktiziert. So now we have the first question, which is a little similar to some we've had before. Jetzt die erste Frage, die ist etwas ähnlich anderer Fragen, die wir schon mal hatten. What is the origin, purpose, and benefits of doing a padmasambhava tantric practice? Was ist die Quelle? Was ist der Nutzen und von der Padmasambhava-Praxis, von der tantrischen Praxis? And how is this Guru Yoga related to Dzogchen teachings? Und was ist das Verhältnis dieses Guru Yoga zu den Dzogchen-Lehren? The origin of suffering is the disregarding of the primordial openness and purity of the mind. Die Grundquelle des Leidens ist, dass man die wahrhaftige Offenheit des Geistes und die Raumlosigkeit des Geistes nicht sieht. When openness and appearance are split and kept apart, then suffering begins. Wenn Offenheit und Erscheinung auseinandergespalten werden und auseinandergehalten werden, damit beginnt das Leiden. Dzogchen, the great completion, shows the integrity, the connectedness, the non-separation of every aspect of our actuality. Dzogchen, die große Vervollkommnung, zeigt die Verbindung aller Aspekte dessen, was ist. So that's a good indication that we shouldn't split the Dharma either. Und das ist natürlich ein guter Hinweis darauf, dass wir auch den Dharma nicht spalten sollten. All aspects of the Buddhist teaching is helpful. Alle Aspekte der buddhistischen Lehre sind hilfreich. Making Dzogchen high and special is not very helpful for our mind. Dzogchen als etwas Höheres oder als was Besonderes zu sehen, hilft uns unserem Geist wirklich gar nicht. The reason we do tantric practice is to connect us with the ground of our being through transforming limitations into pathways of freedom. Der Grund dafür, warum wir tantrische Praxis üben, ist, um eine Verbindung zu schaffen, dass unsere Begrenzungen Pfade zu einem offenen Sein werden können. The particular practices of padmasambhava we do are treasure teachings taught by Padmasambhava himself. Und die spezifische Padmasambhava-Praxis, die wir üben, ist Teil der Schatztruhe, der Schatzlehren, die von Padmasambhava selbst gelehrt wurde. The purpose of the practice is to
open yourself and purify your ordinary sense of self so that you can merge together with padmasambhava. Der Zweck der Praxis ist, uns selbst zu öffnen und uns selbst mit Padmasambhava zu verschmelzen, sodass wir Padmasambhava werden können. So the view of Dzogchen would say, from the very beginning, the basis of your presence is primordial purity. Dzogchen würde das so sehen und sagen, wir sind rein, du bist rein, vom Anfang an bist du ursprüngliche Reinheit. But we exist in a state of impurity. Aber wir existieren in einem Zustand des Nichtreinseins. This is not impure because we do some bad things. Und diese Unreinheit ist nicht vorhanden, weil wir etwas Schlechtes tun. It's impure because we believe that we have a real existence, that the people we know have a real existence, that houses and trees all have a real existence. Diese Unreinheit besteht darin, dass wir glauben, wir selbst haben eine wahre, wirkliche Existenz, dass Menschen, die wir kennen, ein wirkliches Dasein haben, Häuser und alle Dinge um uns, dass die wirklich existieren. Because this belief in the separate, solid, real existence of phenomena is accepted by beings everywhere in samsara, seems as natural as breathing. Und weil eben diese Idee, dass separate, abgetrennte, wirkliche Dinge existieren, weil eben das überall in Samsara angenommen als richtig gesehen wird, ist es sehr schwer, das anders zu sehen. So that although we're trying to release ourselves from these deluding concepts and habit formations, und obwohl wir uns befreien wollen von diesen verblendenden Gewohnheiten und Ansichten, because they are habitual and subtle, we often don't recognize them even as they're manifesting. aber weil sie eben so gewohnheitsmäßig und so subtil sind, erkennen wir sie häufig gar nicht, wenn sie sich in uns aufzeigen. And so when we make use of the practice of padmasambhava, we have him as a manifest symbol of purity. Und wenn wir dann also die Praxis von Padmasambhava nutzen für uns, dann sehen wir ihn als ein Symbol der Reinheit. And we make use of that purity to recognize our own purity by fusing together. Und diese Reinheit, die nutzen wir für uns dadurch, dass wir miteinander verschmelzen. That purity which you achieve through Tantra is called the purity which is free of impurities. Diese Reinheit, die durch Tantra erreicht wird, wird genannt die Reinheit, die frei ist von Unreinheit. That is to say, it has a subtle shading on it, a subtle shadow. Und das bedeutet, dass das eine ganz subtilen Schattierung oder einen subtilen Schatten hat. So if you wash your hands, you know that they are clean. Also wenn du deine Hände wäschst, dann weißt du, die sind jetzt sauber. You know they are clean because you've washed them. Du weißt, dass die sauber sind, weil du sie gewaschen hast. But the reason you washed them was because they were dirty. Und der Grund aber, warum du sie gewaschen hast, war, weil sie dreckig waren. So now my hands are clean. Also jetzt sind meine Hände sauber. But they were dirty. Aber die waren ja dreckig. Maybe they'll get dirty again. Es kann schon gut sein, dass die wieder dreckig werden. So the purity which is established by washing, by cleaning, by visualization and so on, stands in relation to impurity. Also diese Reinheit, die geschaffen wird durch das Waschen, durch Visualisierung, durch diese Art von Praxis, hat eine Beziehung zu Unreinheit. And so then having done this kind of practice,
it's very important to go directly into Dzogchen and relax into the primordial purity, which has never been contaminated and which is not relative to anything else. Und wenn man dann diese Art von Praxis gemacht hat, ist das sehr wichtig, sofort in die Dzogchen-Praxis einzutreten und sich in diese Offenheit zu entspannen, weil diese Offenheit eine Reinheit hat, die niemals unrein war und die nicht in irgendeiner Beziehung zu Unreinheit steht. The advantage of doing the tantric practice is it gives you access to mantras, which are very useful for protecting your mind in difficult situations. Also der Vorteil von tantrischer Praxis ist, dass ein Teil davon Mantras sind und diese Mantras sind sehr nützlich, wenn wir unseren Geist in schwierigen Situationen beschützen möchten. As we move in the world, there are many provocations which can easily stimulate old habits that we have. Wenn wir in der Welt uns bewegen, dann gibt es ganz viele Provokationen, um uns die immer wieder alte Gewohnheiten in uns hervorrufen können. We can find ourselves in judgment on other people. Wir können uns in Situationen finden, wo wir andere Menschen verurteilen. Feeling irritated by what they do. Oder uns geärgert fühlen von dem, was sie tun. And that, of course, pulls us into dualistic conceptualization, the formulation of more concepts, and then we're just spinning around in samsara. Und da bringt uns natürlich rein in Formulen von Begrifflichkeiten und dann finden wir uns dadurch immer wieder mehr in Samsara verwickelt, dadurch, dass wir mehr und mehr Begrifflichkeiten im Kopf haben. So, although the structure of the practice is more dualistic than simple Dzogchen, und obwohl die Struktur einer tantrischen Praxis mehr dualistisch ist als einfache Dzogchen, as long as we are living in a world where we think we truly exist and the things around us truly exist, then we are immersed in deep dualism. Aber solange wir daran glauben, dass wir wirklich bestehen und dass die ganzen Dinge um uns in der Welt wirklich eine Existenz haben, sind wir ganz tief im Dualismus gefangen. And in that case, then the homeopathic dose of dualism that you have in the tantric practice is very useful for curing us of our fever and hallucinations. Und die sozusagen homöopathische Dosis, die man als Dualismus durch die tantrische Praxis anwendet, ist dann sehr, sehr nützlich, uns von Illusionen und Fieberwahn zu befreien, unseres eigenen Dualismus. Okay, so the next question says, James said that the practice of chöd and the semdzins were disruptive practices. What does this mean? Die nächste Frage ist, James hat gesagt, dass die Praxis von chöd und der semdzins unterbrechende Praktiken sind. Was bedeutet das? So, if we look at this basic structure of the 3 root poisons, also wenn wir an die Struktur der 3 Wurzelgifte uns erinnern, we have the first is the stupidity or the opacity or the mental dullness, which gives us a sense of reified entities. Erste ist die Unwissenheit, die Ignoranz, die geistige Verdunklung, die uns an Dinghaftes glauben lässt. And from that we have the 2 directions of desire for certain aspects of the fragmented field and aversion to other aspects of the fragmented field. Und daraus ergeben sich in 2 Aspekten einmal das Greifen und der Wunsch nach bestimmten Aspekten des auseinandergebrochenen Feldes und die Ablehnung oder die Abneigung gegen andere Aspekte des auseinandergebrochenen Feldes. These 2 movements of energy permeate all forms of human culture. Und diese 2 Bewegungen der Energie strömen durch alle Arten und alle Aspekte der menschlichen Kultur hindurch.
Generally, desire links to sex. Haben wollen und greifen hat eine Verbindung normalerweise mit Sex. And aversion links to death. Und Ablehnung oder Abneigung ist verbunden mit Tod. So in the tantric practice, we enter into a merged union with the form of the meditation deity. Also in der tantrischen Praxis kommen wir in eine verschmolzene Union mit der tantrischen Gottheit. So that subject and object merge together. Sodass Subjekt und Objekt miteinander verschmelzen. This union of opposites brings us to a point of zero, which is emptiness. Und diese Vereinigung der gegensätzlichen Aspekte bringt uns zu einem Punkt von Null, also Leerheit. So we say, Padmasambhava, you are wonderful, you are everything, and me, I'm nothing, I'm rubbish, I'm a bad person, I'm full of confusion. Und dann sagen wir zum Beispiel, padmasambhava, du bist alles, du bist wunderbar, du bist fantastisch und ich bin schlecht und mickrig und eine schlechte Person. So we bring these two first of all, we increase the tension between these polarities, and then we bring them together to merge and dissolve into emptiness. Also zuerst erhöhen wir die Spannung zwischen diesen beiden Polen und dann bringen wir die beiden zusammen und lassen sie in Leerheit verblassen. So that's eros, or the erotic, or union. Das ist Eros oder das Erotische oder die Vereinigung. In terms of killing and death, und im Sinne von töten oder Tod, we have the desire to kill off all limitations. haben wir den Wunsch, alles Begrenzende zu töten. So, for example, in the chöd practice, So zum Beispiel in der Chöd-Praxis, we imagine that the sight of our ego, which is our own body, can be destroyed. Dann da stellen wir uns vor, dass der Ort unseres Ego, also unser eigener Körper, dass der zerstört werden kann. Imagine that our awareness leaves our body and enters into the form of Vajrayogini. Wir stellen uns vor, dass unser Gewahrsein unseren Körper zurücklässt und in die Form von Vajrayogini eintritt. Who then cuts off the top of the head of our dead corpse. Die dann den obersten Teil unseres Kopfes, unseres Leichnams abschneidet. And chops our body up, and it's then fed to various kinds of Buddhas and Bodhisattvas and demons. Und zerschneidet und zerstückelt unseren Körper dann in kleinen Stücken, die den verschiedenen Buddhas, Bodhisattvas oder Dämonen zu essen gegeben werden. And because the body is vanished, it's consumed, there's no return. Und da ja der Körper verschwunden ist, weil er gegessen wurde, weil er verspeist wurde, ist auch keine Rückkehr zu dem Körper mehr möglich. Now your truth is Vajrayogini. Nun ist deine Wahrheit Vajrayogini. But on a relative level, you might appear to other people in your usual form. Aber auf der relativen Ebene erscheint man vielleicht anderen Menschen weiterhin in der Form, die man vorher innewohnte. So that is a way of disrupting the continuity that our embodied being is the basis of I, me, myself. Also das ist die Art und Weise, wie in dieser Praxis diese Fortsetzung von mir oder mich oder ich als wohnhaft in diesem Körper unterbrochen wird. In the series of practices called the semdzins, or apprehending the mind, involve the intensification of energetic experience
so that there is a fundamental contradiction of your usual sense of self. Und die Serie von Übungen, die semdzins, also den Geist, mit dem Geist sich befassen, genannt wird, da geht es um eine Intensivierung der energetischen Erfahrung. That is to say, we create so much energy that we cannot hang on to our sense of who we are. Und das heißt eben genau, dass wir ganz, ganz viel Energie in uns erzeugen, sodass dass wir nicht weiter festhalten können an unserem Verständnis von uns selbst, wer wir sind. It's a kind of Dionysian orgiastic experience. Es ist eine Erfahrung, die was von Dionysos hat oder etwas Orgasmushaftes. Through which you can see that your familiar body is in fact a harmonization of rhythms. Und dadurch kannst du sehen, dass der Körper, mit dem wir so wie wir ihn gewohnt sind, etwas mit der Harmonisierung von verschiedenen Rhythmen zu tun hat. So our body likes a certain bandwidth of temperatures, not too hot, not too cold. Also so zum Beispiel mag ja unser Körper eine bestimmte Spanne von Temperatur, nicht zu heiß und nicht zu kalt. If we eat too much, we don't feel well. If we're very hungry, we don't feel well. Wenn wir zu viel essen, fühlen wir uns nicht wohl. Wenn wir zu wenig essen und Hunger haben, fühlen wir uns auch nicht wohl. If we get no exercise, we don't feel so well. If we get too exhausted physically, we also don't feel too well. Wenn wir überhaupt keine körperlichen Übungen machen, fühlen wir uns nicht wohl. Aber wenn wir uns vollkommen auspowern, fühlen wir uns auch nicht wohl. So our body as an energetic system niched inside the systemic field where there are many systems operating has to be constantly managed. Also unser Körper als ein System, der im Zusammenhang mit ganz verschiedenen anderen Systemen, die überall um uns herum sind, funktioniert, muss immer wieder ausbalanciert und gemanagt werden. Of course, this maintenance is quite exhausting. Und das ist ja sehr ermüdend, dieses ständige darauf achten und das zu managen. Because I want to believe that I'm me. Weil ich ja daran glauben will, dass ich bin. I'm just me. Ich bin einfach ich. But if the factors around me are not conducive to my happiness and ease of being me, then I see that the meanness of me is relative. It is part of a communication with the environment. Aber wenn die Faktoren, die in der Umwelt um mich sind, nicht ganz genau passen, sodass sie dieses Bild von mir, was ich habe, unterstütze, dann dann muss ich das wieder aufrechterhalten. If you think of how much effort people put into maintaining some ambient temperature, some easy temperature, they have air conditioning in the hot summer and heaters for the cold winter. Denkt euch zum Beispiel einfach nur mal, denkt daran, wie viel Mühe dahinter steckt, dass man einfach eine Raumtemperatur hat, in der es angenehm ist zu sein, dass man eben, wenn es zu heiß ist draußen, hat man eine Klimaanlage und eine Heizung, wenn es zu kalt ist. This desire to maintain the systemic integrity of our embodied being leads us to constantly be adopting certain factors in the environment and rejecting others. Und diese Integrität unseres inneren Systems aufrechtzuerhalten und der Wunsch danach, das immer in Balance zu halten, führt uns dazu, bestimmte Aspekte unserer Welt zurückzuweisen und andere zu beanspruchen. So when we do a disruptive practice like the semdzins, we can go beyond our usual comfort zone.
Also wenn wir so unterbrechende Praktiken wie die Semdzins machen, dann gehen wir über das hinaus, wo wir uns bequem und normal und wir selbst normal fühlen. And that allows us to see the purely conventional nature of this point of reference. Und dadurch können wir dann erkennen, wie konventionell oder wie einfach gewohnheitsmäßig unsere Wahrnehmung unserer selbst ist normalerweise. We are energy. Wir sind Energie. In the more access we have to a wide range of vibrations, the more we are able to respond to diverse situations in the world. Und je mehr wir uns mit verschiedenen Vibrationen in Situationen auseinandersetzen, umso mehr können wir auch auf verschiedene Situationen in der Welt eingehen. Now in Western European countries, people seem to feel overwhelmed by very little. Dieser Tage in westeuropäischen Ländern scheint es, dass sich Leute sehr schnell von etwas überwältigt fühlen. In the realm of psychotherapy, people are talking a lot about post-traumatic stress disorder. Also wenn man in Psychotherapie sich das ansieht, dann reden Leute häufig über nachtraumatischen Stress. But what is trauma? Aber was ist das Trauma, was da beschrieben wird? It makes me feel not like myself. Es macht es so, dass ich nicht mich wie ich selbst fühle. So then we are like with the story of the princess and the pea. Und dann geht es ja darum, wie mit der Geschichte mit der Prinzessin auf der Erbse. The more sensitive you become, the more easily you're traumatized. Je sensibler wir uns fühlen, umso leichter wird man auch traumatisiert. So to disrupt this fine tuning of myself is very helpful for Dharma practice. Also dieses ständige Kalibrieren und feine Ausbalancieren unserer selbst zu unterbrechen, ist für die Dharma-Praxis sehr nützlich. Because the familiar, the usual, the reassuring is like a carapace, it's like a shell around us. Denn das, was wir gewohnt sind, wo wir uns heimisch zu Hause fühlen, das ist wie eine Muschel oder eine Glocke, unter der wir uns befinden. Creatures who live in a shell are only safe while they're in the shell. Kreaturen, die in einer Muschel oder in einem Haus wohnen, sind nur so lange sicher, solange sie da drin bleiben. If they come out of the shell, then the birds can catch them and eat them very quickly. Wenn sie aus ihrem Schneckenhaus herauskommen, dann können die Vögel sie fangen und ganz schnell essen. So disruptive practices are shell breakers. Also die unterbrechenden Praktiken dienen dazu, diese Muscheln oder Schneckenhäuser zu zerbrechen. The shell makes you feel safe, but at the cost of being very limited. Eine Muschel fühlen wir uns da vielleicht sicher, wenn wir drin sind, aber wir sind sehr begrenzt. So by intentionally freeing yourself from the shell and directly experience your presence as energetic, Und während wir uns eben direkt aus diesem Schneckenhaus befreien und uns gegenwärtig als Energie wahrnehmen, then we have the possibility of being more resilient and pliable and responsive. und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, mehr in Situationen mit Resilienz, mit Widerstandskraft, mit Anpassungsfähigkeit und mit Offenheit zu reagieren. Mehr Antworten auf Situationen zu finden. Okay, so then we have a question, how to see through the false sense of self, which is so embedded. Und dann die nächste Frage ist, wie sieht man durch diesen falschen Sicht seiner selbst,
durch, die so tief in uns verwurzelt ist. And linked with this is, can we get a taste of freedom without doing your years of retreat? Und die Frage, die dann dazugehört, ist, können wir einen Geschmack von Freiheit bekommen, ohne dass wir über mehrere Jahre Retreats machen? The quickest way to understand the false nature of your sense of self Die schnellste Art und Weise, wie du den falschen Sinn für dich selbst verstehen kannst, is to ask your friends what they honestly think of you. ist deine Freunde zu fragen, was sie denn ehrlich über dich denken. They will give you some useful feedback. Die werden dir ganz nützliches Feedback geben. You are not who you think you are. Du bist nicht die, die du denkst, die du zu sein glaubst. But also, you are not who they think you are. Aber du bist andererseits auch nicht die Person, die sie in dir sehen. You are a site of potential. Du bist ein Ort für Potenzial, which is open to multiple readings or identifications. Die auf alle möglichen Arten und Weisen gelesen oder identifiziert werden können. So, my falsity is when I over-solidify, over-define my sense of who I am. Meine Falschheit liegt darin, wenn ich mich zu sehr da mit einer bestimmten Idee davon, wer ich bin, identifiziere. This has various levels. Und das hat verschiedene Ebenen. We might have a misperception about our qualities. Es könnte sein, dass wir unsere Qualitäten nicht richtig sehen. Thinking we are more generous than we are, for example. Und glauben vielleicht, dass wir großzügiger sind, als wir das sind, als wir das wirklich sind. If you want to recognize that, then you need to observe other people. Wenn du das erkennen willst, dann musst du andere Menschen beobachten. When you accurately see how other people are, it gives you a relative frame of reference for thinking where you are in that hierarchy. Are you more generous or less generous than they are? Also wenn man andere Menschen einfach nur beobachtet, dann gibt das einen relativen Eindruck davon, wo wir stehen. Also in einer Hierarchie, sind wir großzügiger als sie oder weniger großzügig. But of course, because our qualities manifest in dependent origination, Aber weil natürlich unsere Qualitäten sich in Abhängigkeit von Bedingungen zeigen, they are not stable. sind sie nicht stabil. And so whenever we make a claim to be this kind of person or to be good at doing that particular activity, this construct is not going to be true all the time. Also wenn immer wir etwas über uns sagen, dass wir diese Art von Person sind oder diese Art von Ding gut können, das ist etwas, was nicht in allen Umständen wahr sein wird. So we can be false in our identifications of how we are as manifestation. Also wir können falsch darin sein, wie wir uns als Manifestation erleben. More profoundly, or as a deeper cause of difficulty for us, is the falsity of believing that we truly exist. Also tiefer als das, als eine tiefere Art, das zu sehen, ist die Falschheit davon, dass wir glauben, wirklich zu existieren. So this we can find in the meditation practice. Und das können wir in der Meditationspraxis erkennen. When you relax, if you do the Guru Yoga of the white A, and then you relax and you open. Wenn wir uns entspannen, also wenn wir zum Beispiel das Guru-Yoga des weißen A machen, wir entspannen uns und öffnen uns. And then perhaps you look to see who is the experiencer, what is the mind like, or how is my mind? Und dann schauen wir vielleicht hin, wer ist diejenige, die erlebt, wie ist mein Geist oder wie zeigt sich mein Geist? Although we have some sense of the ungraspability of our presence, of our being here-ness. Und obwohl wir
bestimmtes Gespür dafür haben, dass das unser Hiersein nicht greifbar ist. There is often a hazy residual somethingness which seems to be me. Da ist trotzdem vielleicht so ein Schleier oder so etwas drüber geschmiert, etwas, was noch etwas ist und was ich mich auszumachen scheint. It might be a sort of hazy sensation in what you take to be your head. Ist vielleicht eine verschwommene Empfindung von dem, was wir als unseren Kopf ansehen. Could be a sense of the kind of liveliness or aliveness of your physical presence. Es könnte auch ein Gefühl von unserer Lebendigkeit oder des Lebens spüren in unserem Körper, in unserem physischen Körper. Or it could be like the nyams, the meditation experiences, where perhaps there is just nothing at all, and yet the absence of thought somehow is something that you are conscious of, and this is what's happening for me. Oder es könnten die Nyams sein, also die Meditationserfahrung. Und da ist dann vielleicht gar nichts da. Und gleichzeitig ist so diese Abwesenheit der Gedanken etwas, was mir zu passieren scheint, was mich irgendwie auszumachen scheint. Or you have an experience of clarity and you are conscious of it as clarity. Oder du hast ein Erleben von etwas Klarem und bist dir dessen bewusst, dass du etwas Klares erlebst. Even if you are not running a story, a narrative about it, or even thinking about it very much, Also selbst wenn du da jetzt keine Geschichte draus entwickelst oder da viel drüber nachdenkst, there is a subtle separation between the experience and the experiencer. ist trotzdem noch eine subtile Trennung da zwischen dem Erlebten und der Person, die das erlebt. This is happening Dies passiert to me. mir. In that sense of to me, it's difficult to catch it, but it's like an anchor that stops you going free. Und dieses Gefühl von, dass das irgendwie in mir ist, ist oh, jetzt weiß ich das Wort nicht, wie etwas, was uns festhält und was uns im Ort hält, sodass wir nicht frei sind zu gehen. The basic falseness is fundamental ignorance. Also das war wie ein Anker. Und die hauptsächliche Falschheit ist diese grundlegende Unwissenheit. It's fundamental not because it's always there, but because it's the basis of everything which arises in samsara. Und das ist grundlegend nicht in dem Sinne, dass sie immer da ist, sondern dass es die Grundlage für alles ist, was in Samsara auftaucht. As some of us have looked on different occasions, as soon as the relaxed openness of awareness is not attended to, or we are unaware of it, you have the presence of something. Und wie einige von uns vielermal schon angeguckt haben, ist, sobald wir diese entspannte Offenheit des Gewahrseins, sobald die nicht beachtet wird, hat man die Gegenwärtigkeit von etwas. This something is just a slight tilt away from integrity. Und dieses etwas ist so ein kleines Weglehnen von Integrität, von Ganzheit. There is no splitting or separation, and so there is no true subsequent fragmentation. Da ist kein Spalten und keine Trennung und deswegen löst das auch nicht eine Zersplitterung aus. And yet somethingness seems to continue as a vibration. Aber dieses Etwas scheint als Vibration sich fortzusetzen.
as we know, when we look, our thoughts arise and vanish, sensations arise and vanish, memories and so on. They appear and disappear. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass Gedanken kommen und gehen, dass Erinnerungen und Gefühle auftauchen und dann wieder gehen. So the basic falseness is the seeming continuity of our sense of self. Also die grundlegende Falschheit liegt in dieser scheinbaren Kontinuität unseres Gefühls für uns selbst. This is called the rangyud, the kind of self-thread which seems to be there, linking every moment of our life as my life. Und das wird genannt Rangyu, das ist so ein Faden, der da zu sein scheint, der jeden Moment des Lebens als mein Leben miteinander verbindet. So there is something, and there is something because I know there is something. Also da ist etwas und da ist etwas, weil ich weiß, dass da etwas ist. Something is happening for me. Etwas geschieht für mich. So where I'm sitting now, there was a rumbling sound I heard, and I identify, oh, that's a plane in the sky. Also wo ich jetzt hier sitze, habe ich eben ein Geräusch gehört, das rumorte und das habe ich identifiziert als ein Flugzeug, was im Himmel ist. As soon as I know it's a plane in the sky, I know that I am the one that knows it's a plane in the sky. Und sobald ich weiß, dass das ein Flugzeug im Himmel ist, weiß ich auch, dass ich das bin, der weiß, dass das ein Flugzeug ist. So this self-reflexive move, which happens automatically, is constantly reassuring us of our ongoing importance as the central figure in our life's drama. Also diese selbst reflektierende Bewegung, die automatisch passiert, führt immer dazu, dass wir unsere Wichtigkeit in diesem sich entfaltenden Drama unseres Lebens immer wieder im Mittelpunkt zu sein, dass wir die immer wieder fortsetzen. So on an outer level, if you're talking with friends or at work, Also in der äußeren Ebene, wenn man mit Freunden oder mit Leuten bei der Arbeit spricht, sich unterhält, you try to see how language creates a sense of importance and validity to the behaviors which are being described. beobachte oder achte darauf, wie Sprache eine Wichtigkeit verleiht dem Verhalten, was sich zeigt in der Welt. A story has continuity. Eine Geschichte hat eine Kontinuität. So this continuity gives us, even when it's happening on a crude outer level, it's arising from this subtle sense of I'm always here. Und diese Kontinuität, selbst wenn die auf einer groben äußeren Ebene geschieht, gibt uns also taucht auf von diesen ganz subtilen Empfindung dafür, dass ich ja hier bin. So this is the falseness of turning the great world around ourselves. Und das ist eine Falschheit, in der wir die ganze Welt um uns selber herumdrehen. What we have is the view from here. Was wir haben, ist die Sicht von hier. So in the world, there are many events of war, disease, selfishness, exploitation. Also in der Welt gibt es sehr viele Geschehnisse von Krieg und von Krankheit, von Ausnutzung. And we react to these things. Und da reagieren wir drauf. We hear a bit of information and we have an opinion. Wir hören irgendeine Information und wir haben sofort eine Meinung.
the outer semantic content of the opinion is not the main problem for meditators. Und die äußere semantische Formulierung dieser Meinung ist nicht das Hauptproblem für Leute, die meditieren. The issue for us is the way in which we inhabit this opinion as me giving voice to what I know to be true. Was viel wichtiger ist, ist, dass wir sehen, wie wir in dieser Meinung lebendig sind, wie wir eine Stimme dem geben, was wir ja für genau wissen, dass es stimmt, genau richtig ist. We know people have different opinions. Leute haben natürlich ganz verschiedene Meinungen. We could also try adopting another opinion. Wir könnten auch vielleicht eine andere Meinung uns aneignen. If we adopted maybe a very right-wing opinion or a communist opinion, Wenn wir uns vielleicht mal mit einer rechtsgerichteten oder einer kommunistischen Meinung identifizieren, a Roman Catholic opinion or Buddhist opinion, oder vielleicht einer katholischen oder einer buddhistischen Meinung, we see these are modes of interpretation. dann sehen wir, das sind Arten und Weisen, etwas zu interpretieren. I need a story. Ich brauche eine Geschichte. The truth of the story is not my main concern. My concern is to have a story. Die Wahrheit der Geschichte, darum geht es eigentlich gar nicht so. Das Wichtige dran ist, dass ich diese Geschichte brauche. The continuity of the story is the continuity of my sense of self. Die Kontinuität der Geschichte ist die Kontinuität meines Sinnes für mich selbst. You can see the way conflicts arise in the world and a lot of killing occurs because of the energy of the self. This very powerful energy gets linked onto some ideas. Wir können natürlich sehen in der Welt, wie Konflikte zustande kommen und wie Menschen einander umbringen, wegen dieser starken Energie von Dingen, die durch dieses starke Gefühl für mich selbst verstärkt werden. So the falsity of that we inhabit is not just the falsity of our existence, but how we perceive other people's existence. Also die Falschheit, in der wir uns wiederfinden, ist also nicht nur die Falschheit unserer eigenen Existenz oder unseres eigenen Daseins, sondern die Art und Weise, wie wir das Dasein anderer Menschen auch sehen. So a few days ago in Kabul, in Afghanistan, outside a school where most of the girls were from the Hazara community, Also vor ein paar Tagen wurde draußen vor einer Schule in Afghanistan, in Kabul, vor einer Schule, die größtenteils für Kinder, für Mädchen von der Hazara-Gemeinschaft war. at the time when the girls were coming out of the school, a bomb went off. Zu dem Zeitpunkt, als die Mädchen aus der Schule rauskamen, wurde eine Bombe gezündet. Followed by further bombs. Und dann folgten noch mehr Bomben. Over 50 girls were killed. Mehr als 50 Kinder, Mädchen sind umgekommen. Why would anybody do such a thing? Warum würde irgendjemand sowas tun? When you follow the logic of that particular social community, Wenn man die Logik dieser besonderen sozialen Gemeinschaft verfolgt, the Hazara people are a minority, a denigrated minority in the middle valleys of Afghanistan. die Hazara-Gemeinschaft ist eine Minderheit, und zwar eine unterdrückte Minderheit, die in den zentralen Tälern von Afghanistan lebt. They belong to the Shia grouping in Islam, and this is a provocation for the dominant Sunni population. Und die sind der Schia-Teil des Islam, sind die Anhänger, und das ist für die Sunni, die Mehrheit der Sunni-Muslime ist das eine Provokation. They are girls, and giving girls education makes them spoiled for the purpose of being wives and mothers. Das sind Mädchen, und das Mädchen eine Ausbildung
erhalten, schadet eigentlich nur dem Zweck, dass sie dann Mütter und Ehefrauen werden. So what I've just described is a whole series of little storylines about the status of women or ethnic minorities or religious belief. Also was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist eine ganz klare, sind verschiedene Linien von verschiedenen Geschichten, also der Status von Frauen oder der Status von ethnischen Minderheiten oder verschiedene Ausrichtungen einer Religion. When we join these concepts together, we can arrive at what seems to be a propositional truth. Und wenn wir diese Ideen zusammenfügen, dann kommt etwas heraus, was wie eine Wahrheit oder der Vorschlag einer Wahrheit aussieht. If these people didn't send their girls to school, we would not have to kill them. Wenn diese Leute nicht ihre Mädchen, ihre Töchter zur Schule schicken würden, dann müssten wir sie nicht umbringen. These people are acting against our tradition and they are wrong. We are good. Diese Menschen, diese Leute, die handeln sich gegen unsere Tradition und die sind schlecht und wir sind gut. No, this kind of belief system may sound mad, Also das klingt vielleicht verrückt, diese Art von Glaube. but if we observe it, it gives the continuity of the sense of self for the person who believes it. Aber wenn wir uns genau ansehen, dann sehen wir, dass dadurch, durch diese Glaubensideen, die Kontinuität des Selbst der Menschen, die daran glauben, fortgesetzt wird. So this perhaps lets us see the sustaining nourishment of the basic falseness of the self. Und dadurch können wir vielleicht sehen, wie diese Falschheit des Sinnes des Selbst genährt wird und unterstützt wird. There is a formulation of identity, Es gibt eine Formulierung der Identität. and as a formulation, it's something which is brought together. Und als eine Formulierung ist es ja etwas, was zusammengefügt ist. It's not intrinsically valid, Hat keine innewohnende Wahrheit. but when it's believed in, the power of that belief gives it a false integrity. The integrity, of course it's true, of course it's true. Aber wenn man daran glaubt, dann gibt die Macht dieses Glaubens das eine falsche Echtheit oder Wahrheit, wo man sagt, ja sicher ist das klar, auf jeden Fall stimmt das. So that is the basis for the wars that exist all over the world, the lying and cheating of politics, the exploitation of workers in factories and in mines and so on. Und das ist dann die Grundlage für all die Konflikte und Kriege, die in der Welt geführt werden und alle Ausbeutung, die geschieht zwischen Menschen und für die Arbeiter, die in Fabriken oder Minen arbeiten und alles andere. The shell of the ego self is made of knowledge. Dieses kleine Haus des Ego selbst, der ist aus Wissen gebaut. Inside this shell, Und in dieser Muschel drin, I can feel safe. da kann ich mich sicher fühlen. So if you behave in a way that might make a hole in my shell, Also wenn du dich jetzt auf eine Art und Weise verhältst, dass da ein Loch in meine Muschel kommt, I will want to destroy you. dann werde ich dich zerstören wollen. So my shell might be composed of white supremacy, Also meine Muschel, da geht es vielleicht um die Vorherrschaft der Weißen male supremacy, oder die Vorherrschaft von männlichen Wesen capitalist supremacy, oder von Kapitalisten or the rights to revenge and reparation if I belong to a minority that has been exploited. oder das Recht auf Vergeltung und auf Wiederherstellung, wenn ich denke, ich bin jemand, der unterdrückt wurde. It's very important that I get justice. Es ist ganz klar, ich brauche unbedingt Gerechtigkeit. So for meditators, we are not so concerned with
structure of the world because it's all arising from ignorance. Also als Meditierende sind wir über die Struktur der Welt, haben wir nicht so viel nachzudenken, weil das alles aus Unwissenheit entsteht. It is illusion which is confusing and bewildering. Es ist Verblendung, die uns verwirrt und die uns täuscht. But if I believe that I am Scottish Aber wenn ich glaube, dass ich schottisch bin and the Scottish have been exploited by the English, und die Schotten sind von den Engländern unterdrückt worden, then in order for me to have dignity, I have to fight for Scottish independence. dann um meine Würde wiederherzustellen, muss ich für die schottische Unabhängigkeit kämpfen. This is a noble cause. Es ist ein ganz edler Grund zu kämpfen. It is worth sacrificing time, energy, money, and so on. Und dafür kann man Zeit und Geld und alles Mögliche opfern. So in that way, we see the dynamic of the human experience in samsara. Und da können wir ganz genau das menschliche Erleben und die Dynamik von Menschen in Samsara beobachten. So if you look at your own mind and you see how many opinions you have, how many cultural beliefs you have, family beliefs, and so on. Und wenn ihr euch euren eigenen Geist anguckt und seht, wie viele Meinungen ihr habt, wie viele Glauben ihr habt und all solche Sachen, die aus der Kultur oder der Familie kommen, Then you can see that to get to basic falseness, the underlying belief in the true existence of phenomena, is difficult because it's so covered by all these other beliefs that we disturb us and we spend our time defending. dann könnt ihr sehen auch, dass diese grundlegende Falschheit, also dieses ganze Grund von Samsara, dieses Sinn von Selbst, dass der ganz schwer zu erreichen ist, weil der ist ja so abgedeckt mit allen möglichen Dingen, die wir ständig glauben und denken. So the second part of the question was, can we get a taste of freedom without doing years in retreat? Der zweite Teil dieser Frage war, können wir einen Geschmack für Freiheit bekommen, ohne dass wir Jahre und Jahre im Retreat sind? If what is required is a deep taste, although not a profound awakening, then the best way is to get it through nature. Also wenn was man sucht, ein Geschmack ist, also nicht ein tiefes Erwachen, sondern ein Geschmack von Freiheit, dann ist die beste Art und Weise, das zu finden in der Natur. For example, when the sky is clear, you can sit in a relaxed way and let your gaze dissolve into the sky with the sun behind you. So kann man zum Beispiel, wenn der Himmel klar ist, sich hinsetzen und mit einem entspannten Blick in den blauen Himmel schauen. Und wenn man so die Sonne sollte man dann hinter sich haben. If you just have a slow, easy, relaxed breathing, the emptiness of the sky will show you the emptiness of your mind. Wenn man einfach nur ganz entspannt atmet, dann wird die Leerheit des Himmels und die Leerheit unseres Geistes zeigen. This is a very useful practice for modern people. Dies ist gerade für moderne Menschen eine sehr nützliche Praxis. Because we are so used to being energetic and active and making things happen. Denn wir sind so gewohnt, Energie zu verwenden und aktiv zu sein und Dinge in die Wege zu leiten. What can I do in order to get this experience? Was kann ich tun, um diese Art von Erfahrung zu haben? So in this practice, all you do is you sit and you open your eyes and you allow the sky to come to you. Also in dieser Praxis, alles, was du tust, ist einfach zu sitzen und die Augen zu öffnen und gestattest dem Himmel zu dir zu kommen. So that you can become passive receptive. Sodass du passiv rezeptiv sein kannst. Now with mobile phones and apps, people are very quick to make things happen. Jetzt mit unseren Handys und den Apps da drauf sind wir immer sehr schnell dabei,
etwas machen zu wollen. The kind of patience that you had to have in Tibet if you had to travel maybe 50 days to get to visit some friends. Die Art von Geduld, die vielleicht Leute in Tibet haben mussten, um 50 Tage zu reisen, um irgendwelche Freunde zu besuchen. Now you can contact them on Zoom instantly. Jetzt kann man die sofort auf Zoom erreichen. So we are used to energy rising and going out into the world. Also wir sind es sehr gewohnt, dass unsere Energie auftaucht, aufsteigt und in die Welt hinausgeht. And of course, if there is a doing, it enforces the subtle sense, I am the doer. Und wenn es ein Tun gibt, dann unterstützt das natürlich unseren subtilen Sinn dafür, dass wir diejenige sind, die tut. If you live near the sea, it's also helpful to look at the movement of the waves. Wenn ihr vielleicht in der Nähe des Meeres wohnt, ist es auch sehr nützlich, einfach die Bewegung der Wellen zu beobachten. Waves don't stop, they just keep coming and coming and coming. Wellen hören ja nie auf, die kommen und kommen und kommen. They're there and gone, there and gone. Hier, die sind da und dann vorbei und da und dann vorbei. Appearance, ungraspable. Erscheinung und ungreifbar. And then when you have a felt sense of that, you can turn and look at people walking on the beach or birds flying in the sky. Und wenn man da ein wirkliches Empfinden für hat, dann kann man sich Leute angucken, die auf dem Strand laufen oder vielleicht Vögel, die im Himmel fliegen. And you might just catch a moment of, oh, appearing and vanishing. Und dann hast du vielleicht auch einen Moment, wo du das spüren kannst. Auftauchen und verschwinden. Some shape and color is moving in the sky. Eine Form und oder eine Farbe bewegt sich im Himmel. Oh, it's a seagull. Es ist eine Möwe. Now you have the concept. The bird is gone, but you hang on to the concept. Jetzt hast du den Begriff dafür. Der Vogel ist weg, aber an dem Begriff kann man sich festhalten. So you want to keep inside you the felt sense of the waves coming and going, coming and going. There's nothing much to pin a concept on. Also ihr wollt einfach in euch selbst dieses Gefühl, dieses Gespür dafür bewahren, dass die Wellen kommen und man die nicht greifen kann. Und genauso ist es mit allem anderen. Man kann nicht danach greifen, keinen Begriff, mit dem das festhalten. So with that, you can have some confidence that you can function in the world with a quiet mind, a silent mind. Und dadurch kann man ein Vertrauen entwickeln, dass man weiter innerhalb der Welt funktionieren kann, auch mit einem Geist, der ruhiger ist, der langsamer ist. The more quiet your mind is, the less you need to make commentary on what's going on. And the less commentary you give, the more of the world you receive. Umso stiller unser Geist ist, umso weniger muss man einen Kommentar abgeben über das, was in der Welt geschieht. Und je weniger man Kommentare abgibt, umso mehr kann man empfangen von der Welt. Okay, so this is a question similar to before. If I experience a sense of presence in my heart area, is this related to materiality and therefore not to be given importance? Or is it related to the intrinsic sense of awareness? Jetzt ist eine Frage, die ist ähnlich wie das vorher. Ist, wenn ich ein Gefühl von Gegenwärtigkeit im Bereich meines Herzens spüre, hat das was mit Materiellem, ist das materiell verbunden und deswegen sollte man dem keine Beachtung schenken? Oder ist das etwas mit innewohnenden Empfinden zu tun hat? Awareness has no self-content. Gewahrsein hat keinen Inhalt aus sich selbst heraus. So like with a familiar image of the mirror has nothing of itself inside it. Wie wir das ja kennen von dem
von dem Bild des Spiegels. Der Spiegel hat keinen Inhalt, der innewohnt. So, sensations in the body, in the heart, in the knees, in the head. Also Empfindungen im Körper, ob im Herzen, in den Knien oder im Kopf. This is a movement of energy, which is in the field of instant presence. Das ist eine Bewegung von Energie und das ist in dem Feld der jetzigen Gegenwärtigkeit. What is it? What does it mean? Was ist es? Was bedeutet es? We don't need to know. Das müssen wir gar nicht wissen. Something. Etwas. And if we keep it just as something, we can get close to the fact it's already gone. Und wenn wir das einfach als etwas sehen, können wir uns diesen Tatsache nähern, dass es ja schon vorbei ist. So perhaps it was some nothing. Also vielleicht war es auch etwas nichts. So this is our experience. Also The world is full of diverse some nothings. Also das ist unser Erleben. Unsere Welt ist voll von unterschiedlichen Etwas, die nicht sind. When you become more aware of how busy your mind is, Wenn man sich klarer macht oder klarer darüber wird, wie geschäftig unser Geist ist, how much interpretation and commentary you provide, wie viel Interpretation und Kommentare man ständig liefert and you start to see the function of this, und die Funktion davon erkennt, which is consolidation, und zwar ist das etwas zu konsolidieren, allowing you to give opinions and conclusions about facts, things that happened. Und die uns gestattet, zu Schlüssen zu kommen oder Meinungen zu haben über etwas, über Tatsachen, die geschehen sind. Then you are observing the process of the maintenance of your own falsity. Dann beobachtet ihr dabei, wie eure eigene Falschheit aufrechterhalten wird. Whatever is occurring doesn't need your story. Was auch immer geschieht, braucht nicht unsere Geschichte. So, if you are prone to having a lot of sensation in your meditation, Wenn das bei dir also so ist, dass innerhalb der Meditation du bestimmte körperliche Empfindungen hast, then it's very useful to do some Vipassana body scans. dann ist es sehr nützlich, so eine Vipassana Körperbetrachtung zu machen, where you stabilize your focus of attention by concentrating on the breath at the nostrils. wo man den Fokus, also den Kernpunkt des Gewahrseins konzentriert, die Aufmerksamkeit auf die Nasenlöcher richtet. Then take that focused attention to the top of your head and gradually scan down through your body. Und dann diesen Fokus oben auf den Kopf richtet und dann graduell, also allmählich, das durch den ganzen Körper leitet, von oben nach unten. And then when you get right down to your feet, you come back up again through the body, very slowly, just noting whatever is there. Und wenn man dann mit dem Bewusstsein die Füße erreicht, dann kommt man ganz langsam wieder nach oben und schaut sich einfach an, einfach bemerken, was da ist. The more you do that, the more you can see that the continuity of the experience from one moment to the next is conceptual. Und je mehr ihr das macht, umso mehr könnt ihr sehen, dass was sich fortsetzt, was bleibend ist dabei, in der Erfahrung ist nicht die Erfahrung selber, sondern die Begriffe, die wir ihr geben. Concepts are receptacles. Begriffe sind Behältnisse.
So if you're scanning through your body Äh, and you feel an itch, for example, Also wenn man diese Körperbetrachtung macht und spürt irgendwo, dass es juckt, zum Beispiel. the term itch, which is a word, a sign, and it also has a concept mixed with it, can hold many different kinds of experience in the body. Also dieses Wort jucken, das ist ein Wort und das ist also ein Zeichen und da ist ein Begriff, der damit verbunden ist, der kann angewandt werden auf ganz verschiedene, unterschiedliche Empfindungen im Körper. And the more you can apprehend, take hold of what is occurring, this gathering in gives it a density which seems to allow it to be recognized again in the future. Und je mehr man das schafft, das zu greifen zu kriegen, also richtig zugreift mit einem Begriff, umso mehr schafft man eine Dichte dieser Erfahrung, auf die man dann später in der Zukunft auch wieder Zugriff haben kann. So in this you can see the beginning of the three times, past, present and future. Also was man hier beobachten kann, ist der Anfang der 3 Zeiten, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. The actual arising, whatever is, excuse me, in the moment here. Also das, was wirklich auftaucht, also was jetzt in diesem Moment wirklich hier is instantly gone. ist sofort auch wieder verschwunden. But as you scan through the body, Wenn man diesen Scan, diese Körperbetrachtung weitermacht and you have the memory, oh, last time my left shoulder was itchy, und wenn man dann die Erinnerung hat, dass, ja, letztes Mal hatte ich einen Jucken in meiner linken Schulter, you find yourself checking, oh, is the itch still there? dann überprüft man das und denkt, juckt es immer noch? Oh, and will it be there when I come back up again? Und wird es denn da sein, wenn ich dann wieder nach oben komme? In this interweaving between the past, the relative present, and the future is again part of the how we weave the continuity of the sense of self. Und dieses Zusammenflechten oder Weben von der Vergangenheit, der relativen Gegenwart und der Zukunft ist wiederum, wie wir eine Kontinuität schaffen innerhalb für unseren Sinn von uns selbst. The continuity is concept-based. Diese Kontinuität beruht auf Begriffen. It is relying on the application of signs. Und das heißt, man wendet Zeichen an. The somethingness of a something relies on its identification of what kind of a something it is. Das Etwassein eines Etwas hängt ab von der Identifizierung davon, welche Art von etwas es denn ist. So in the Bible it says, in the beginning was the word. Also in der Bibel wird ja gesagt, am Anfang war das Wort. That's the same for us. As soon as the ungraspable appearance is grasped seemingly by a word, you have the beginning. Und das ist natürlich für uns genau dasselbe. Sobald die ungreifbare Erfahrung durch einen Begriff gegriffen wird, dann hat man etwas hergestellt, dann gibt es ein Etwas. You want to get the appearance, Wenn du das Auftauchende haben möchtest, but you can't. kannst es aber nicht. But as a substitute, as a kind of compensation, you get the concept of the something instead. Aber als Ersatz kann man etwas nehmen, also als einen Platzhalter, nimmt man den Begriff von diesem Etwas. In this interplay of concepts and interpretive signs allows us to enter into the human dimension of language in which we endlessly talk about something. Und dieses Miteinanderspielen von
Interpretationen und Zeichen, das gestattet uns den Eintritt in diese menschliche Welt, in der wir immer über etwas zu kommunizieren scheinen. So you can, if you watch television news or listen to people talking, you can see how the sequence of concepts creates pictures. Also wenn ihr die Nachrichten im Fernsehen seht oder einfach anderen Leuten zuhört, dann könnt ihr sehen, wie diese Sequenz, also diese Abfolge von Geschichten Bilder erzeugt. This is the basis of novels, poetry, drama, films. Und das ist jetzt natürlich die Grundlage von Romanen, von Gedichten, von Drama, von Filmen. We as ego selves are stories. Wir als Ego selbst sind Geschichten. We as awareness are silent freshness and brightness. Wir als Gewahrsein sind schweigende Frische und Helligkeit. The world doesn't need our stories. Die Welt braucht nicht unsere Geschichten. So we say Dzogchen, the great completion. Also sagen wir Sokpa-Chempo, die große Vervollkommnung. The always already perfect. Das alles ist schon an sich vollkommen. There is no lack. Es gibt keinerlei Mangel. So if there is no lack, there is no need for our story. Also wenn es keinen Mangel gibt, dann gibt es auch keine Notwendigkeit für unsere Geschichte. The function of the story is to maintain the ego. Die Funktion der Geschichte ist, das Ego aufrechtzuerhalten. Now, in our busy world, where most of our time is caught up in communication, Also in unserer geschäftigen Welt, wo die meiste Teil unserer Zeit in Kommunikation verbracht wird, we have to find the way to hear the silence in the sound. müssen wir uns bemühen, auf irgendeine Art und Weise innerhalb des Klangs das Schweigen zu hören. Just as when we read the Heart Sutra and it says form is emptiness, emptiness is not other than form. Genau, wenn wir das Heart Sutra lesen, wo dann steht, Form ist Leerheit und Leerheit ist nicht anders als Form. Similarly, we have a sound is silence, silence is not other than sound. Und ähnlich haben wir den Klang und die Stille ist nicht anders als Klang. If you set them up as polarities, as a binary opposition, Wenn man die betrachtet als etwas, was ein polares Gegenteil ist, als nicht zusammengehören, sondern gegenüber, then you will find that sound is always stealing your silence. dann wirst du das so empfinden, dass der Klang immer dein Schweigen unterbricht oder die Stille unterbricht. Because either there is silence or there is sound. Oder die Stille stiehlt, denn einerseits entweder ist da Klang oder ist es Stille. But in Dharma, we want to see the non-contradiction or the unification or the non-division between all the polarities. Aber im Dharma wollen wir sehen, dass das keine Widersprüche sind, dass das nicht keine verschiedenen Pole sind, keine Gegenteile. Sound as simply a note is gone. Klang einfach als ein Ton verschwindet. Music is a continuity of sounds to have rhythm and melody and so on. Musik ist eine Fortsetzung von Klängen, von Tönen, der Rhythmus und eine Melodie hat. The sound is movement. Der Klang ist Bewegung. And that movement is a vibration, and each moment of the vibration is just this, just this, just this.
Und diese Bewegung ist eine Vibration und jeder Moment innerhalb dieser Vibration ist nur dies, nur dies, nur dies. Can you catch sound? Kann man Klang greifen? We can have concepts about sound. Wir können Begriffe oder Ideen über Klang haben. You can study music, you can know how to read the musical notation, and so you can write down a musical account of whatever sounds you hear, what key it's in, and so on. Man kann natürlich Musik studieren und man kann dann die Töne aufschreiben und wissen, in welchem Schlüssel das Ganze geschrieben ist. But what do you catch? Aber was greift man, was fängt man? Is a sound is a sound ever in C major? Ist ein Klang je in C-Dur? You learn about C major when you're in school. Man lernt, wenn man in der Schule ist, über C-Dur. This is a category, a way of conceptualizing the account of what you hear. Das ist eine Kategorie, das ist eine Art und Weise, über das, was man hört, nachzudenken. But we don't find such a system in Chinese music or Indian music. Aber in indischer oder chinesischer Musik finden wir diese Art des Systems einfach nicht vor. These are conventional categories. Es sind konventionelle Kategorien. We apply the category onto the emergent experience. Wir wenden diese Kategorie auf die Erfahrung an, die auftaucht. So as with the Vipassana, try to just relax and not apply the interpretation. Also genauso mit dem Vipassana, versuch auch einfach dich zu entspannen und nicht die Interpretation anzuwenden. When you stop telling sound what it is, it will show you its silence. Wenn du aufhörst, Klang zu sagen, was er ist, wird er dir seine Stille zeigen. So that is about our time for today. Also das ist für heute so unsere Zeit. We have another meeting in 2 weeks' time. In 2 Wochen haben wir ein weiteres Treffen. So hopefully there's something useful this evening. Hoffentlich ist da was Nützliches für euch heute Abend dabei gewesen. And thank you to our translators and thank you for your attention. Danke an die Übersetzer und danke für eure Aufmerksamkeit. So, good evening. Guten Abend noch. Thank you. Bye bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.